Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag Inline Quality Inspection Checkup, eine Produktionsoptimierung durch Maßnahmen der industriellen Bildverarbeitung und optischen zerstörungsfreien Mess- und Prüftechnik. Mein Name ist Dirk Berndt, ich bin Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung in Magdeburg und vertrete hier ein Netzwerk von Fraunhofer-Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der optischen Mess- und Prüftechnik. Ich habe meinen Vortrag in 4 Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt möchte ich Ihnen unsere Motivation erläutern, warum wir neue Technologien für Sie entwickeln. Im zweiten Abschnitt möchte ich Ihnen einen konkreten Maßnahmenkatalog vorstellen und die Vorgehensweise zur Durchführung des Inline Inspection Quality Checkups erläutern. Im dritten Abschnitt möchte ich Ihnen konkrete Handlungsmaßnahmen in Form von Technologiebeispielen vorstellen und ich möchte meinen Vortrag im vierten Abschnitt mit der Präsentation von konkreten Leistungsangeboten schließen. Beginnen wir mit der Ausgangssituation und Motivation. Wir sehen in der industriellen Produktion in den letzten Jahren einen verschärften Wettbewerb, insbesondere durch die Globalisierung der Produktionsnetzwerke. Dieser Wettbewerb wurde durch die Covid-19-Pandemie weiter verschärft, indem wir weitere steigende Risiken sowohl in den Liefernetzwerken als auch in den Wertschöpfungsketten zu verzeichnen haben. Beides führt letztendlich zu einer Kostensteigerung in der Produktion. Gleichzeitig sehen wir am Markt einen zunehmenden Bedarf an individualisierten Produkten. Und beide Ursachen führen letztendlich dazu, dass wir in der Produktion Maßnahmen ergreifen müssen, um die Produktion effizienter zu gestalten und flexibler zu machen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch neue Chancen, die uns insbesondere durch die Digitalisierung gegeben sind. So sehen wir, dass wir zunehmend digitale Zwillinge sowohl des Produktes als auch der Produktionsmittel zur Verfügung haben. Die helfen uns dabei, den Produktionsprozess durch Methoden des modellbasierten Engineerings effizienter zu gestalten, flexibler zu betreiben und entsprechend nachhaltiger zu dokumentieren. Gleichzeitig stehen uns zunehmend neue Methoden der künstlichen Intelligenz und der Datenanalytik zur Verfügung, um die umfassenden Daten, die wir im Produktionsprozess erfassen können, entsprechend analysieren und bewerten zu können. Bleibt aber letztendlich die Frage, welche Technologien sind geeignet, um Ihre speziellen Herausforderungen lösen zu können. Dazu haben wir für Sie unseren Inline Inspection Quality Checkup entwickelt. Wir halten eine ganze Reihe von Handlungsmaßnahmen für Sie bereit und ich möchte 5 Maßnahmen einfach mal exemplarisch vorstellen, von rechts nach links gelesen. Beginnen wir mit der Datenerfassung und Verarbeitung durch Nutzung von geeigneten Mess- und Prüftechnologien. Diese ermöglichen uns in verschiedenen Produktionsschritten entsprechende Produkt- und Prozesszustandsinformationen zu erfassen und frühzeitig darauf zu reagieren, bevor eine große Schadwirkung in der Produktion entsteht. Gleichzeitig halten wir entsprechende Technologien für Assistenzsysteme vor. Assistenzsysteme können einerseits als digitale Assistenzsysteme eingesetzt werden, die also entsprechende Informationen für die Arbeitsperson zur Durchführung der Produktionsaufgaben vorhalten und auf der anderen Seite in Form von physischen Assistenzsystemen, die also beispielsweise durch Mensch-Roboter-Kollaboration die physische Beanspruchung von Arbeitspersonen im Produktionsprozess mindern können. Natürlich nutzen wir dafür auch neue Methoden der Selbstorganisation und der Autonomie und der Vernetzung der einzelnen Produktionsmittel im Produktionsprozess. Und ganz wichtig zum Schluss sind natürlich Maßnahmen zur Qualifizierung Ihrer Mitarbeitenden, damit sie diese neuen Technologien auch entsprechend zielgerichtet im Produktionsprozess zur Anwendung bringen können. Um nun den Inline Inspection Quality Checkup durchzuführen, haben wir 5
wesentliche Hauptarbeitsschritte definiert. Wir beginnen üblicherweise damit, dass wir Ihren Produktionsprozess analysieren und einen Produktionsflussplan erstellen. Auf Basis dieses Produktionsflussplanes führen wir dann eine Prozessfehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, kurz genannt Prozess-FMEA, durch, um entsprechende Risiken im Produktionsprozess zu identifizieren und im Arbeitsschritt 3 dann entsprechende Maßnahmen mit Ihnen gemeinsam zu planen. Diese Maßnahmen unterziehen wir dann im Arbeitsschritt 4 nochmal einer Kostenwirksamkeitsanalyse. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, Maßnahmen zu identifizieren, die mit möglichst geringem Aufwand eine große Wirkung erzielen können. Haben wir dann entsprechende Maßnahmen ausgewählt, geht es im Arbeitsschritt 5 um die Implementierung dieser Maßnahmen. Das heißt, die Einführung, Anpassung, Weiterentwicklung oder teilweise auch Neuentwicklung von Technologien entsprechend ihren individuellen Anforderungen. Nun möchte ich Ihnen konkrete Handlungsmaßnahmen in Form von Technologiebeispielen vorstellen. Beginnen wir mit der 3D-Qualitätssicherung unter Nutzung eines digitalen Zwillings. Eine 3D-Qualitätssicherung ermöglicht das Erfassen von Geometrieinformationen, also beispielsweise Abmessungen von Objekten, die Form von Objekten, die Geradheit oder Rundheit von Objekten und andere Geometriemerkmale. Dabei hilft uns die Benutzung von einem digitalen Zwilling des Produktes, der sehr verbreitet zunehmend in Form von einem 3D-CAD-Modell zur Verfügung steht. Das ermöglicht uns dann unter Zuhilfenahme eines digitalen Zwillings des Produktionsmittels, also unseres eigentlichen 3D-Messsystems, dass wir die Planung von Prüfoperationen automatisiert durchführen können, indem wir Prüfsimulationen betreiben, also synthetische Prüfdaten auch unter Nutzung der digitalen Zwillinge erzeugen können und diese erzeugten synthetischen Prüfdaten benutzen können, um zum Beispiel eine Zuverlässigkeitsanalyse durchzuführen. Das heißt, wir können im Prinzip eine funktionelle Absicherung betreiben, ob eine entsprechende Prüfkonstellation die nötigen Prüfdaten in ausreichender Anzahl und Qualität erzeugen kann. Gleichzeitig können wir damit auch eine hohe Variantenvielfalt von Produkten abbilden, indem wir einfach verschiedene digitale Zwillinge des Produktes in unsere Simulation einladen und damit die entsprechenden Operationen der Prüfplanung und funktionellen Absicherung betreiben können. Das möchte ich Ihnen anhand eines konkreten Beispieles erläutern, und zwar anhand der Montageprüfung einer Fahrzeugtür. Wir beginnen in der linken Säule mit der Prüfpositionsplanung. Das heißt, hier wird geplant, welche Position muss ein optischer Sensor einnehmen, um bestimmte Prüfmerkmale erfassen zu können. Im zweiten Schritt wird überprüft, ob diese Prüfposition, die wir ermittelt haben, auch kollisionsfrei eingenommen werden kann. Und wenn dieser Prüfsensor, wie in diesem Fall beispielsweise durch eine geeignete Prüfkinematik an verschiedene Prüfpositionen positioniert wird, in dem Fall eines Robotersystems, schließt sich eine entsprechende Roboterbahnplanung an. Damit sind wir dann entsprechend bereit für die eigentliche inlinefähige Prüfung. Und auch hier nutzen wir den digitalen Zwilling zur Effizienzsteigerung unseres Produktionsprozesses. Nämlich dahingehend, dass wir auf Basis des digitalen Produktzwillings synthetische Solldaten erzeugen für den dann entsprechend durchzuführenden Soll-Ist-Vergleich im Prüfprozess. Und gleichzeitig können wir den digitalen Produktzwilling nutzen, um das Prüfergebnis auch entsprechend zu dokumentieren. Das möchte ich Ihnen anhand eines Videos kurz erläutern. Sie sehen hier einen Einblick in die Prüfpositionsplanung und Roboterbahnplanung. Und auf Basis dieser Simulation kann dann entsprechend eine Überprüfung der einzelnen Prüfoperationen erfolgen. Und wir sind entsprechend auch in der Lage, eine funktionelle Absicherung zu betreiben. Wenn diese Prüfplanung abgeschlossen ist, können wir das
fertige Prüfprogramm dann auf ein entsprechendes Zielsystem übertragen, was diese Prüfoperation dann entsprechend so wie geplant ausführen kann. All diese arbeitsvorbereitenden Operationen können auf Basis der digitalen Zwillinge automatisiert durchgeführt werden und sind damit auch bei einer hohen Variantenvielfalt sehr effizient anwendbar. Diese von mir erläuterten Technologien sind genauso gut auf eine optische Oberflächenprüfung anwendbar. Auch hier haben wir die Situation, dass wir eine zunehmende Variantenvielfalt haben. Das heißt, wir können diese Operation auf unterschiedliche Produktvarianten anwenden. Aber bei der Oberflächenprüfung haben wir noch die besondere Herausforderung, dass wir unterschiedlichste Oberflächenfehler beispielsweise erfassen möchten. Das können beispielsweise Kerben, Riefen, Welligkeiten, Texturunterschiede oder Kratzer sein. Und jeder individuelle Fehler erfordert auch eine spezielle Sensorkonstellation. In der Oberflächenprüfung ist das üblicherweise die Anordnung einer speziellen Beleuchtungsquelle im Verhältnis zu einem Aufnahmekamerasystem. Hier helfen uns die vorgestellten Simulationen auf Basis der digitalen Zwillinge von Produkt und Produktionsmittel, in dem Fall unseres Prüfsystems, eine optimale Prüfkonstellation zu ermitteln und eine optimale Aufnahmeposition zu berechnen. Auch diese Operationen können entsprechend dann automatisiert auf die Bauteile angewendet werden. Ein weiteres Beispiel für eine inlinefähige Prüfung ist hier zu sehen. Hier geht es um die Sauberkeitsprüfung entsprechend der Automobilnorm VDA 19. Sie sehen oben rechts im Bild einen robotergeführten Sensor, der verschiedenste Funktionsflächen an diesem Bauteil auf die Freiheit von Kontamination mit entsprechenden Schmutzpartikeln prüft. In diesem Fall ist der Sensor in der Lage, diese Schmutzpartikel ab einer Größe von 20 Mikrometern zu erfassen. Er kann entsprechend unterscheiden zwischen metallischen und nicht-metallischen Schmutzpartikeln und die Schmutzpartikel werden dann entsprechend klassifiziert nach Merkmalen wie Größe, Position, Anzahl pro Flächeneinheit und dann entsprechend erfolgt eine Ausgabe eines Prüfergebnisses. Im unteren Bild sehen Sie in dieser Schwarz-Weiß-Darstellung entsprechend ein Prüfbild, wie es dieser Sensor üblicherweise erzeugt und unten rechts entsprechend die statistische Darstellung nach der Partikelklassifikation. Ein weiteres Beispiel ist ein neues Messverfahren auf Basis der digitalen Holographie. Dieses Verfahren ermöglicht es, eine sehr hochgenaue dreidimensionale Oberflächenvermessung von flächenhaften Strukturen durchzuführen. Und zwar für Flächen mit den Abmessungen zwischen 15 x 15 bis 190 x 150 Millimetern. Und dabei kann die Messdatenerfassung in sehr kurzer Zeit, nämlich in 0,1 Sekunden, mit sehr hoher Auflösung, mit 10 Megapixeln und mit einer sehr hohen Messgenauigkeit, nämlich axial bis zu 1 Mikrometer und lateral bis zu 3 Millimeter erfolgen. Wir sehen oben rechts mal so ein Applikationsbeispiel. Hier wurde der Sensor eingesetzt in einer Fräsbearbeitungsmaschine. Der Sensor erfasst hier diese gefräste Bauteilgeometrie und im unteren Bild unten rechts sehen Sie das entsprechende Messergebnis und sehr eindrucksvoll sieht man hier die entsprechenden Bearbeitungsspuren des Fräswerkzeuges. Ein weiteres Technologiebeispiel ist die Terahertz-Technologie. Die Terahertz-Technologie ist sehr gut inline-fähig und kundenfreundlich einsetzbar für das Erfassen von Defekten in nichtmetallischen Werkstoffen. Sie ist deshalb sehr kundenfreundlich einsetzbar, weil sie keine besonderen Schutzmaßnahmen wie beispielsweise bei der Röntgentechnologie erfordert, da die Terahertz-Wellen entsprechend keine Gefährdung für den Menschen bedeuten. Und gleichzeitig ist die Terahertz-Technologie kontaktlos einsetzbar. Das heißt, es wird kein Koppelmedium wie beispielsweise beim Einsatz von Ultraschallsensoren benötigt. Wir sehen hier
zwei mögliche Anwendungsbeispiele. In der linken Abbildung beispielsweise die Erfassung eines schichtigen Aufbaus an lackierten Oberflächen und im rechten Bereich die Erfassung von Defekten in einer schnell rotierenden Kunststoffwalze. In dem Fall bewegt sich die Kunststoffwalze mit einer Oberflächengeschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde und dabei werden entsprechend Defekte ab 1 mm mit einer Messfrequenz von 20 kHz robust und zuverlässig erfasst. Wir können uns beide Applikationsbeispiele nochmal in einem Video anschauen. In dem ersten Video sehen wir also hier die schichtigen Messungen an lackierten Oberflächen. Dabei ist das System auch in der Lage, dem Prüfobjekt entsprechend zu folgen, wenn es beispielsweise wie in diesem Fall durch ein Transportsystem bewegt wird. Das zweite Beispiel zeigt eine schnelle Erfassung von rotierenden Objekten, in dem Fall eine Kunststoffwalze. Und hier werden, wie gesagt, Fehler ab 1 mm Größe zuverlässig erfasst. Eine letzte Technologie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Röntgen- und Computertomographie-Technologie. Sie wird betrieben an unserem Zentrum für Röntgentechnologien in Fürth. Und hier halten wir eine komplette Bandbreite der Prüfung von sehr kleinen bis sehr großen Objekten vor. Hier mal exemplarisch dargestellt in der mittleren oberen Abbildung ein Mikro-CT-Gerät, welches etwa so groß ist wie eine Mikrowelle, die der eine oder andere von Ihnen vielleicht in der Küche hat. Hier sind wir in der Lage, sehr kleine Objekte mit sehr hoher Volumenauflösung zu tomografieren. Und auf der anderen Seite im rechten Bild sehen Sie unsere XXL CT-Anlage, die in der Lage ist, sehr große Objekte bis hin zu kompletten Nutzfahrzeugen oder Containern zu tomografieren. Wir halten dazu für Sie entsprechende Technologien vor, um Sie zu unterstützen bei der Auswahl, der Konfiguration von entsprechenden Röntgen- und Computertomographiesystemen und bieten entsprechend unterschiedliche Softwarelösungen, einerseits zur Rekonstruktion und Artefaktkorrektur in CT-Daten an. Wir bieten Softwarelösungen für die automatische Defekterfassung sowohl in Röntgendaten als auch in Computertomographie-Daten an. Und Sie sehen hier in der Abbildung, dass unsere CT-Systeme auch hochflexibel sein können, indem wir beispielsweise die Röntgenquelle und den Detektor an einen Roboter applizieren und damit sehr flexible Prüfsysteme für Sie realisieren können. Zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal ein wichtiges Thema mit auf den Weg geben und das ist das Thema der Standardisierung. Sie haben in den letzten Jahren bemerkt, dass unsere Produktion zunehmend digital vernetzt wird. Das heißt, wir haben zukünftig sehr stark cyberphysikalisch vernetzte Produktionssysteme und hier stellt sich natürlich die Frage, wie integrieren wir diese ganzen Mess- und Prüfsysteme in diese vernetzten Produktionssysteme. Und dazu arbeiten wir mit Industriepartnern an zwei wichtigen standardisierten Technologien. Das ist zum einen sind das die Kommunikationsschnittstellen zu den Mess- und Prüfsystemen auf Basis des OPC-UA-Schnittstellenstandards, der es uns ermöglicht, entsprechend die Mess- und Prüftechnologien zu parametrisieren, zu konfigurieren und entsprechend über Kommunikationsschnittstellen zu steuern. Und auf der anderen Seite arbeiten wir daran, dass wir ein entsprechendes standardisiertes Datenformat haben zur Abspeicherung der erfassten Mess- und Prüfdaten in Form des sogenannten DICONDE-Formats, um diese Mess- und Prüfdaten, die wir mit zerstörungsfreien Prüfsystemen erfassen, entsprechend in unterschiedlichen Ebenen für unterschiedliche Zielgruppen in der Produktion zur Verfügung stellen zu können. Ja, meine Damen und Herren, damit habe ich Ihnen unsere Technologiebreite vorstellen können. Und nun möchte ich meinen Vortrag schließen mit unseren Leistungsangeboten. Der beginnt damit, dass wir Ihnen im Rahmen unseres Inline Inspection Quality Checkups dabei unterstützen, entsprechende Risiken
in Ihrem Produktionsprozess zu identifizieren und mit Ihnen gemeinsam entsprechende Maßnahmen zur Minderung oder Behebung dieser Risiken zu unterstützen. Dazu beginnen wir nach der Durchführung des Inline-Quality-Check-ups üblicherweise mit einer partizipativen Gestaltung dieser Maßnahmen. Wir passen unsere Methoden und Technologien entsprechend ihren Bedürfnissen an und entwickeln die für Sie entsprechend weiter. Wir stehen Ihnen für eine Technologieberatung und natürlich auch für ein Training Ihrer Mitarbeiter zur Anwendung dieser Technologien zur Verfügung. Wir halten entsprechende Maßnahmen zum Technologietransfer in Form von Lizenzmodellen für unsere Technologien und unser Know-how bereit und werden Sie natürlich dabei unterstützen, entsprechende schlüsselfertige Lösungen für Sie zu entwickeln und in Ihrem Produktionsprozess zu implementieren. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, stehe gerne im Anschluss für Fragen zur Verfügung, möchte aber nicht versäumen, Sie dazu aufzufordern, uns gern an unserem virtuellen Messestand zu besuchen, wo unsere Fraunhofer-Expertinnen und Experten der optischen Mess- und Prüftechnik gerne auf Sie warten und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.